Hallo ihr lieben Skorpione, wir gucken in euren neuen Monat für das Kollektiv der Skorpione. Was für Themen kommen, was darf ich weitergeben? Und ich bin gespannt. Ja, es öffnen sich uns neue Türen. Ich bin auch ein Skorpion. Ein Gefühl der Sicherheit, des Erfolges möchte hier in die Ausgangssituation kommen. Wir haben hier das Außen dabei, ne? Wir werden wahrgenommen, wir werden gesehen. Einflüsse, die von außen kommen, bringen uns hier neue Möglichkeiten. Auf der bewussten Ebene haben wir hier die Gespräche, die Kontakte, den Nachrichtenaustausch. Vielleicht hat auch ein oder andere das Bedürfnis, sich auszuquatschen, mit anderen zu reden, oder man denkt über eine bestimmte Situation nach, bei der man ein Gespräch irgendwie verdaut oder ja nochmal überdenkt. Worte, die verletzt haben, können das auch sein. Irgendwo möchte man Frieden schließen, Familienthemen arbeiten. Man führt irgendwie einen Kampf mit dem, was man kontrollieren kann und mit dem, was man nicht kontrollieren kann. Das Schöne ist, wir können Konflikte mehr in der Vergangenheit lassen. Sie können aber noch Einfluss ins Jetzt nehmen, aber sie sind dann am Ende der Legung eben schon passiert und können beiseite gelassen werden. Es geht vielleicht auch darum, dass es Streits gab, Diskussionen, Gespräche, die verletzt haben und vielleicht auch im weitesten Sinne das Thema für sich selbst einstehen. Es geht darum, eine Energie zu minimieren, die ein bisschen Unruhe mitbringt. Und was ich hier auch sehr wichtig finde, ich habe die Energie, dass ihr auf euch selbst, ach Mensch, jetzt kriege ich es nicht raus, auf euch selbst verlassen sollt. Also dieses Gespräch von anderen oder mit anderen könnt ihr hier eher vom Weg abbringen. Die Energie ist so, dass sie so zentriert ist, dass sie nach innen führt und du deine eigene Antwort kennst oder für deine eigene Überzeugung einstehst. Es könnte ein bisschen stressig werden, es gibt einiges zu tun. Das Außen bringt Impulse. Vielleicht verspürt man auch so eine Aufbruchsstimmung oder eine gewisse Unruhe. Und aus der eigenen Sicht haben wir hier Themen, die wir eventuell schon kennen oder die sich wiederholen. Hier zeigen sich Familienthemen, hier Vaterfigur. Etwas braucht viel Vertrauen, etwas möchte so gesehen werden, dass wir unsere eigene Größe leben können. Möglicherweise wird man hier auch nochmal mit Situationen oder Menschen, Gesprächen aus der Vergangenheit konfrontiert. Es können auch Ex-Partner sein. Hier, ja, das Außen wirkt hier sehr, ne? Das sind die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die einfach passieren und wir drehen uns mit. Hier sind sehr viele Emotionen, Schattenthemen, die angeguckt werden oder gelöst, Konflikte. Und aus dem Umfeld kommt hier zwar die Emotion mit und auch Dinge, die die Psyche ansprechen oder die Seele, aber die Energie ist auch wankend. Das bedeutet für uns, wir dürfen uns auf uns selbst verlassen. Wir dürfen auch gucken, was nehmen wir an Emotionen von anderen mit, was gehört uns gar nicht. Wir hoffen hier irgendwie und wünschen uns, dass sich alles gut auf einen guten Punkt reduziert,
dass wir unseren Untergrund haben, dass wir unsere Grenze ziehen. Das könnte auch so ein Begriff sein als Überschrift. Zugleich haben wir vielleicht sehr viele Einflüsse aus unserem Umfeld auch raus, wo wir denken, habe ich denn so mein Fundament? Es könnte hier auch so ein Monat sein, wo es verstärkt um die Häuslichkeit geht, um das Umfeld, um die Umgebung. Ja, und hier haben wir die Maus und die deute ich hier sehr gut, denn die Maus, die nagt hier die Unruhe weg und den Schmerz. Wir sind hier irgendwie mit Verlustthemen beschäftigt. Wir haben so ein bisschen Zweifel, ob wir noch Geschenke des Lebens kriegen oder bestimmte Hindernisse überwinden, aber auch ein Monat, wo wir drauf schauen, inwieweit man uns gegenüber loyal ist, wo vielleicht die Richtungen nicht mehr so übereinstimmen mit dem, was man mal gedacht hat. Und ich habe auch, dass das Thema Ehrlichkeit eine große Rolle spielen kann. Wir schauen mal, was die astrologischen Einflüsse hier für Impulse mitgeben. Sieht ein bisschen nach Herausforderung aus. Ja, es geht um das 11. Haus, ein Haus des Elementes Luft, Hoffnungen, Träume, Wünsche. Also wir werden hier sehr mit den Wünschen konfrontiert oder mit den Hoffnungen, die wir mal gehabt haben, die sich vielleicht verändern. Das 11. Haus beinhaltet die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Vielleicht hat man hier auch eine Konfrontation damit oder möglicherweise geht es auch wirklich um die Kommunikation, die Gedanken, den Intellekt verstärkt. Wir schauen, was wir hier noch mitkriegen. Die Stille mit der gefrorenen Tundra. Da darf man schon dann auch mal Auszeit nehmen von irgendwas, was einen sehr stark beschäftigt hat, Projekte oder Beziehungen, entschleunigen, in die Ruhe gehen. Timing ist hier wichtig in diesem Monat. Vielleicht auch noch ein bisschen drauf zuzuwarten, bis die Dinge klarer sind. Was können wir in der Zeit tun, in der wir vielleicht noch nicht handeln können? Ja, Gedanken reifen lassen. Reparieren, was kaputt ist, genesen, was ungesund ist, Brücken schlagen, vergeben, sich selbst und anderen. Durchhalten ist ein bisschen angezeigt und irgendwann kommt das Tauwetter und das neue Wachstum kehrt zu uns zurück. Okay, auch solche Monate gibt es. Schauen wir noch ein bisschen weiter, welches Kraft hier unterstützt die Skorpione. Wir haben das Seepferdchen und es geht um unser Mitschöpfertum. Hier haben wir tatsächlich stark das Gefühlsleben dabei, die Wellenbewegungen auf den Emotionen. Es geht auch sehr um die weibliche Seite in sich, um Rhythmen und Zyklen, die entstehen können und auch um eine spielerische Energie im eben ewigen Gezeitenwechsel. Das Seepferdchen ist aber auch tatsächlich ein Glücksbote, denn es bringt gute Nachrichten. Also in dieser Zeit, wo wir hier so ein bisschen Herausforderungen trotzen und vielleicht auch der Zeitpunkt für etwas nach vorne noch nicht gegeben ist, kommen hier trotzdem schon gute Nachrichten. Und hier wird einem gelehrt, wie man sich auch ganz gut an die Situationen anpassen muss, weil es eben von außen so ist. Hier kommt sehr viel Ruhe, Frieden und Einklang mit einem selber und der Umwelt. Neue Ideen können entstehen und die Zukunft unter völlig andere Vorzeichen bringen. Das ist, denke ich, sowas wie so ein bisschen ein Vorbereitungsmonat
für das Neue, für das Nächste, für das, was jetzt auf uns zukommt. Nehmen wir noch einen Vogel. Der Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an und entdecke den Schatz in deinem Innern. Das passt sehr gut für so eine Phase, ne? Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch eine Pflanze und dann würde ich sagen, wünsche ich uns einen schönen Monat, trotz aller Hindernisse. Auszeit nehmen, Abstand nehmen ist ja auch mal positiv. Es kann nicht immer nur nach vorne gehen. Und wir haben hier den Mond für die Skorpione. Da geht es um das Vereinigen von Gegensätzen, um das Neugeborenwerden und um irgendeine Phase, wo man auch alles, was einen gequält hat, irgendwie ein Stück weit vergisst. Ich wünsche euch einen wunderbaren Monat. Ich drücke euch. Bis bald.